Ja, abrupte Aufbruchstimmung heute Morgen. Maschinen laufen schon. Wir wollen heute andersrum raus, durch die zwei Brücken hier, gar nicht durch die enge Hafenausfahrt. Und ja, Frank hat den Brückenwärter angeschrieben und hat gesagt 10 Minuten. Der kommt da mit dem Radl hin und öffnet die Brücke manuell und radelt dann zur nächsten Brücke. Und deshalb müssen wir jetzt pünktlich sein. Sven und Sven bleiben noch einen Moment hier und wir wünschen euch eine weitere schöne Zeit. Die Brücke wird schon für uns geöffnet, das geht ja ruckzuck. Jetzt muss ich bloß mal schnell noch nach den Fendern gucken. Das ist absolut perfekt, die Brücke ist fast oben und wir sind da. Jetzt muss er hier noch mit Hand machen. Die ist ordentlich breit, aber und jetzt müssen wir vor allen Dingen danach eine kleine scharfe Kurve machen. Und die werden noch per Hand aufgeleiert, die Brücke. Na, wenn man durch die Brücke ist, dann geht es scharf links und dann geht es immer weiter geradeaus. Hi. Ja, die Brücke ist auf jeden Fall viel breiter wie die Brücken dahin. Ja. So, Jürgen, einmal rum. Weiter auf dem schmalen Kanal. Hier vorne das Haus ist so wunderschön. Frank und Claudia kommen auch durch. Begegnen sollte man sich allerdings hier nicht. Da muss man schon genau gucken, wo Gegenverkehr ist. Allerdings kann ja immer nur Gegenverkehr sein, wenn auch die Brücke geöffnet wird. Und der Brückenwärter kann natürlich nur an einer Stelle sein. Ich würde nicht sagen Geheimtipp, aber auf jeden Fall besser als durch diese schmale Hafeneinfahrt, wo man dann an der Brücke auch noch eine kleine Kurve hat. Ja, hier entsteht ein völlig neues Wohngebiet. Wenn man das nächste Mal hier ist, ist es vielleicht schon fertig. Der Bootshinterhof von Harlingen. Alles, womit man nicht mehr so richtig fahren will, steht hier. Der Hafenmeister hat uns gerade überholt. So, jetzt sind wir schon an der nächsten Brücke. Ja, das Gute an der Strecke ist, dass der Hafenmeister mitfährt und dadurch gibt es auch keine Wartezeiten, weil der hat es natürlich auch wieder eilig, wieder zurückzukommen. Und daher geht das hier ruckzuck. Der ist dann genauso schnell an der nächsten Brücke wie wir auch und gleich geht's auf. Der Hafenmeister ist mit uns nach vorne geradelt und öffnet uns jetzt auch gleich die Brücke. Man ruft ihn an, sagt, dass man gerne rausfahren möchte und sofort machen die sich auf den Weg mit ihrem Fahrrad und öffnen uns dann alle Brücken. Und das sind garantiert Bootsliegeplätze innen, aber im Wasser halt. Da vorne ist ein Boot, das hat eine Überlänge, da muss die Badeplattform draußen stehen. Passiert halt, wenn man dann doch ein zu großes Boot kauft, dann passt das gerade so rein. So, wir sind jetzt gleich auf dem Kanal und dann geht es Richtung Wanneker. Frank ist nicht so sicher mit der Höhe, aber der Segler hat ja gleich die Brücke aufgemacht und Frank kann gleich hinterher. Fahren wir ganz gemütlich diesen Kanal entlang. Wir lassen uns Zeit. Wanneker, unser nächstes Ziel, da sind noch weniger als 6 Kilometer. Das heißt, selbst bei der Geschwindigkeit mit unter 10 km/h sind wir in einer halben Stunde da. Ja, in der nächsten Brücke jetzt hinter uns ist ein Frachter und vor uns ein Segler. Wir kämen durch die Brücke durch, bei Frank sind wir uns nicht sicher. Deshalb fahren wir jetzt langsam und lassen den Frachter vorbei. Und für den Segler muss ja auch aufgemacht werden und dann fahren wir mit durch. Okay, der Brückenwärter hat dem Segler Bescheid gesagt, dass er das Frachtschiff passieren lassen soll und sich dann dranhängen. Jetzt kommt der Frachter gleich hier an uns vorbei und da hängen wir uns dann dran. Die Brücke hat schon rot-grün. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo dann immer ausbackern. Immer wieder spannend, solche Aktionen, wo verschiedene Gruppen, verschiedene Bootstypen zusammenfahren. Die nächste Brücke ist wieder hoch genug und
Da ja, müssen wir schauen. Entweder wird die für den Frachter geöffnet und wir fahren mit durch. Oder wir sind alleine dann durch. Der Segler muss ja auf jeden Fall warten. Das sieht aus wie eine Fähre, die ausgebaut wird. Und hier ist ein Segelschiff ohne Aufbau. Also nur der Rumpf. Vielleicht wird das auseinandergenommen, in Einzelteile zerlegt. Die nächste Brücke ist 680. Und da bin ich jetzt gespannt, ob der Frachter darunter durchpasst. Ich kann mal auf den Brückenkanal gehen. Also wir würden jetzt unter dieser Brücke ganz normal durchpassen. Das Kranschiff vor uns nicht. Mal gucken, ob da was... Sind wir jetzt immer auf der Ik Brücke? heb zometeen ook tegenliggend beroepsverkeer richting Harlingen. Normal, ich habe hier den anderen Funken mit dran. Sieht das aus deiner Sicht so aus, als wenn der durch die linke Brückenöffnung fährt? Ja, so würde ich das im Moment sehen. So, jetzt überholen wir. Weil wir passen so durch und müssen nicht auf die Brücke warten. Wir haben jetzt hier Glück, der Frachter muss links durch die Brückenöffnung und wir haben rechts den Weg frei. Jetzt wird aber spannend, von vorne kommt auch noch ein Dicker. Frachter von der anderen Seite. Und stehen die jetzt beide hier und warten. Der andere steht vor der Brücke und ja, vielleicht kommt der ja durch, dass er sein Haus runterfahren kann und dann geht er durch die Seite, wo wir gerade durchgefahren sind. Hier sind aber auch schöne Häuser. Hier auf der Ecke, richtig groß und verwinkelt. Jetzt stehen sich zwei Berufsschiffe gegenüber und warten jetzt, dass die Brücke aufgeht. Ist total spannend, können wir leider nicht weiter verfolgen, aber da stand jetzt vor jeder Seite der Brücke ein Frachter und wie die sich jetzt geeinigt haben, ja, können wir leider nicht mehr sehen. Hier links ist die Einfahrt zum Yachthafen. Auch eine sehr schmale Einfahrt. Aber wir hoffen ja, dass wir in der Stadt an der Karte einen Platz kriegen. Denn das ist vom Yachthafen bis in die Stadt schon eine Ecke noch zu laufen. Wollen wir natürlich vermeiden. Vor der nächsten Brücke eine interessante Ampelanlage für die Frachter. Aber interessiert uns nicht, wir gehen vorher links in den Hafen. Hier ist die Einfahrt nach Franeker, was heute unser Ziel ist. Okay, Frank dreht und wir bleiben so und legen uns dann mit der Spitze vor Frank. Wir bleiben so. Sind die Fender tief? Hinten auch? Leiter brauchen wir. Wo Frank festmacht. Wie weit wolltest du vor? Noch ein Stück weiter, weil hier ist Abwasser und Trinkwasser. Da steht dran, du sollst den Platz frei halten. Jetzt liegen wir in Franeker und warten auf den großen Regen, der gleich kommen soll. Wir haben jetzt 11 und um 1 soll Regen kommen. Bin mal gespannt. Vielleicht wächt er uns ja das Salz ab. Du musst Wurst essen, sonst ist die abgelaufen. Ja, oh. Okay, ich muss Wurst essen. Ja. Der ist abgelaufen. Wir haben zu viel auswärts gegessen. Ja. Reicht dir ein Brot? Ein Brot reicht, ja. Ja, es gibt gleich Frühstück. Wir essen an Bord. Hier ist noch alles ganz manuell. Da kommt der Hafenmeister angefahren. Und das Becken hier ist doch ordentlich groß. Hier passen mehr Boote, als wir gedacht haben, rein. Ja, braucht noch was? Ja, hier gibt es noch was. Hey, Kom wat lekkers. lecker für den Hund. Danke. Dass ich das noch erleben darf, 20,40 Euro. Ich habe zwischen 30 und 35 Euro getippt. Frank unter 30 und das ist bei 20. So günstig, also hier verbringen wir, glaube ich, unseren ganzen Urlaub, so günstig wie das hier ist. Inklusive Strom und Trinkwasser. Ja, Strom und Trinkwasser drin. Auch noch drin. Zwei Querstraßen weiter vom Hafen sind wir jetzt auf der Hauptstraße. Und hier ist es gar nicht mal so klein. Also einiges an Geschäften und Boutiquen wird doch unterschätzt hier, die Stadt. Ich dachte, das wäre nur eine ganz kleine Stadt. Auf jeden Fall sind alle wichtigen Geschäfte hier. Hier das Rathaus und gegenüber ist das Planetarium. Das ist der Eingang und da ist auch nochmal Planetarium. Für die Holländer, wir machen jetzt eine deutsche Erklärung. So, als u Duits verstaat,
Blijf lekker zitten. Lustig, die erzählt was auf Holländisch, es sind nur deutsche Gäste da. Das Planetarium ist gut besucht. Man muss sich vorstellen, 1774 hat er das erbaut und da waren noch nicht mal alle Planeten entdeckt. Das ist eine unvorstellbare Leistung. Der war Wollkämmer und hat das alles nur als Hobby betrieben. Mathematik und Astronomie hat er sich quasi selber beigebracht, durch natürlich Nachhilfe bei entsprechenden Gelehrten. Aber der war mit 17 schon so hochintelligent und hat Dinge gewusst. Die Bevölkerung war da noch völlig in Angst, weil es gab da so eine Vorhersage und daraufhin hat er dann versucht, das ein bisschen aufzuklären. Eine unfassbare Leistung. Man sollte sich einfach mal das Leben von Eisinger anschauen. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich war total begeistert und ich kann nur jedem empfehlen, fahrt einfach mal hierher. Er hat hier gelebt, gearbeitet und einfach Wahnsinn. Hier ist nochmal sein Büro, wo er dann auch schlafen konnte. Also, die müsste ja klein gewesen sein. Also für mich wäre das Bett zu kurz. Das war kein Professor, er hat das alles entwickelt. Das ist irre. Da geht so ein Pendel hier hin und her, was den Takt angibt. Dann bewegt sich das alles. Die ganzen Zahnräder. Manche nur in, was weiß ich, 38 Jahren einmal rund. Das bewegt sich alles hier in Echtzeit. Über Jahre, bloß eine Drehung nicht, nur in Jahren. Das ist so langsam, dass man nichts sehen kann. Verrückt, wenn man sieht, wie viele Sterne es gibt. Das ist unfassbar riesig. Eisinger war Wollkämmer, hatte ein eigenes Unternehmen. Es ist einfach unglaublich, welches Wissen und welcher Aufwand hier dahinter steckt, das alles zu machen. Mit den einfachsten Mitteln, nur durch Lesen von Büchern, Mathematikunterricht, da hat er Sachen berechnet, die man sich heute kaum vorstellen kann. Ja, der Besuch des Planetariums wurde uns empfohlen und wir sind nicht enttäuscht worden. Das älteste noch funktionierende Planetarium der Welt, UNESCO Weltkulturerbe. Das kann ich nur empfehlen. Wer hierher kommt, muss unbedingt sich das anschauen. Und natürlich auch das Rathaus ist sehenswert. Hier gibt es doch einiges an Liegemöglichkeit. Man kann hier, selbst wenn man hier in dem Kanal nichts findet, bis fast zur Brücke noch liegen. Und hier geht es einmal bis zu der Brücke durch und dann ist Schluss. Wir liegen drüben auf der anderen Seite. Und vor uns hat dann auch noch einer festgemacht. Und wir müssen jetzt einmal bis zur Brücke und dann rum. Bis hier hinten kann man dann liegen, aber dann hat man schon weit zum Stromkasten. Da muss man schon ein langes Kabel haben. Ganz am Ende ist die Brücke, dann fahren wir morgen durch. Und was soll man sagen, es hat bis zum 2. Juni gedauert, bis es mal regnet. Und wir freuen uns endlich über Regen. Das spült jetzt mal das Salz von Bord. Ja, genau. Glücklich über Regen. Genau, dann ist das Salz vom Bord. Wir haben ja heute Dienstag und da ist es ja auch nicht so leicht, was Offenes zu finden. Und jetzt haben wir hier was gefunden. Waren schon ein Stück Fußmarsch und die haben auf. Da schauen wir jetzt mal rein. Sehen wir hier den Tisch, wunderbar. Wakenhaas, Schweinefilet. Schweinefilet mit Speck ummantelt und Brie. Und das ist Schnitzel. Schnitzel mit Käse überbacken. Genau. Und Marina wollte heute unbedingt Schnitzel essen, deshalb sind wir hier. Und ja, ich probiere es wieder mal mit Salat. Ich bin einmal rund. Ich fange wieder bei Salat an. Und wir sind wieder in einem Restaurant, da gibt es die üblichen Beilagen, ja, wie Rhabarber und sowas, Rotkohl und die üblichen Sachen. Was ist das denn? Dann gibt es hier noch Erdbeeren Romanov und das Darmrausch. Aber leider eine Kugel zu wenig. Mir reicht. Na, ehrlich. gemütliches Lokal. Wir haben auch wieder gut gegessen und auch der Nachtisch war super, kann man auch empfehlen. Wer nicht so hoch ist, der kann natürlich auch hier im Passantenhafen liegen und dann geht es auch weiter Richtung Dokkum und auch Leeuwarden. Aber das fällt für uns natürlich aus, weil wir zu hoch sind. Wir müssen den Hauptkanal nutzen, der da hinten lang geht. Flach im Boot kann man dann hier weiterfahren, richtig schön in die Natur und auch hier liegen. Da hinten sieht man, wie die Brücke gerade auf ist. Und hier hinten im kleinen Kanal noch ein schönes Restaurant mit schicker Terrasse. Hier für die große Brücke hat man besondere Regeln. Auch hier sieht man jetzt die kleine Brücke, da darf man jetzt nicht drunter durchfahren,
weil die große Brücke vorne auf ist für die Berufsschifffahrt. Die Ampelanlage hier an der Brücke ist schon wichtig, weil ich habe noch nie gesehen, dass die Frachter so durch eine Brücke durchdonnern. Also wenn man da einfach rausfährt zur Brücke und plötzlich kommt einem so ein Frachter mit Vollspeed entgegen. Deshalb wird hier diese Ampelanlage benötigt. Normalerweise fährt so ein Frachter mal ganz langsam durch die Brücke. Das ist hier nicht der Fall. Die kommen angerauscht, die Brücke geht auf, die können ohne abzubremsen einfach durchfahren. Wahnsinn. Ich bin froh, dass wir hier in Franeker gehalten haben. Liegt ja sehr ungünstig zwischen Leeuwarden und Harlingen. Da fährt man in der Regel in die beiden großen Städte und bleibt hier nicht stehen, ist ja nur 10 Kilometer weg. Aber hier gibt es das Planetarium, das wir uns angeschaut haben. Das ist auf jeden Fall alleine einen Stopp wert. Man liegt hier etwas unruhig, die Straße ist laut, vom Hafen dort kommen Geräusche und durch die Berufsschifffahrt ist auch das Wasser etwas unruhig. Aber die Innenstadt ist auch nicht schlecht, hier kann man einiges einkaufen, drumherum ist viel Grün. Wir lassen jetzt Leeuwarden aus und fahren direkt nach Ernewald.